Hallo zusammen. Willkommen zurück auf meinem Kanal, wo wir gemeinsam Deutsch lernen, und zwar auf eine unterhaltsame und effektive Weise. In diesem Video dreht sich alles um das Thema, einen neuen Job oder ein Praktikum beginnen. Wenn du schon einmal nervös warst, weil du einen ersten Tag in einem neuen Arbeitsumfeld hattest, dann bist du hier genau richtig. Heute wirst du nicht nur dein Hörverständnis verbessern, sondern auch einige praktische Redewendungen lernen, die dir im echten Leben helfen können. Am Ende des Videos wirst du dich sicherer fühlen, wenn es darum geht, über Berufe und Arbeitsalltag zu sprechen. Bevor wir anfangen, möchte ich dir eine großartige Technik vorstellen, die dir beim Sprachenlernen sehr helfen wird, das sogenannte Shadowing. Das bedeutet, dass du versuchst, den Sprecher so genau wie möglich nachzuahmen, nicht nur was er sagt, sondern auch wie er es sagt. Konzentriere dich dabei auf die Aussprache, die Betonung und die Melodie der Sprache. Mach dir keine Sorgen, wenn es am Anfang etwas schwierig ist, Übung macht den Meister. Heute erzähle ich dir eine Geschichte über jemanden, der seinen ersten Tag in einem Büro erlebt. Die Geschichte ist lustig, aber auch lehrreich. Sie hilft dir, neue Wörter und Wendungen zu lernen und zeigt dir, wie man sie im Kontext verwendet. Außerdem werden wir gemeinsam einige wichtige Phrasen wiederholen, damit du sie besser im Gedächtnis behältst. Also, lass uns loslegen. Stell dir vor, du bist Anna, eine junge Frau, die gerade ihren ersten Tag als Praktikantin in einem großen Unternehmen beginnt. Sie ist nervös, aber auch sehr aufgeregt. Ihr Ziel? Einen guten Eindruck zu hinterlassen und vielleicht später eine Festanstellung zu bekommen. Doch wie das Leben manchmal so spielt, verläuft nicht alles nach Plan. Als Anna das Büro betritt, bemerkt sie sofort, dass alle bereits an ihren Schreibtischen sitzen und arbeiten. Eine freundlich aussehende Kollegin namens Sarah kommt auf sie zu. Hallo Anna, ich bin Sarah, deine Mentorin für diese Woche. Willkommen im Team. Anna atmet erleichtert auf endlich ein freundliches Gesicht. Sarah zeigt ihr den Arbeitsplatz und erklärt kurz die wichtigsten Dinge, wo die Kaffeemaschine steht. Übrigens, hier ist der heilige Gral des Büros, wie man sich am Drucker anmeldet, das Gerät hat seinen eigenen Willen, sei geduldig, und wie der Tagesablauf organisiert ist. Dann sagt sie lächelnd, ach ja, und wenn du etwas nicht verstehst, frag einfach. Niemand beißt, außer vielleicht Herr Müller, aber der knurrt nur. Anna nickt eifrig und versucht, sich alles zu merken. Doch kaum hat Sarah sie allein gelassen, passiert es, der Chef, Herr Klein, kommt direkt auf sie zu. Guten Morgen, Anna. Schön, dass Sie da sind. Wissen Sie schon, wie unser Projektmanagement-Tool funktioniert? Anna starrt ihn mit großen Augen an und murmelt, noch nicht? Herr Klein seufzt dramatisch und sagt, keine Sorge, wir bringen es Ihnen bei. Aber bitte schnell, Zeit ist Geld. Anna fühlt sich plötzlich völlig überfordert. Doch dann geschieht etwas Komisches. Während sie versucht, das Projektmanagement-Tool zu verstehen, drückt sie versehentlich einen Knopf,
und plötzlich erscheint ein riesiges Pop-up-Fenster mit der Nachricht: Achtung, Systemfehler. Alle im Büro schauen auf. Ein Kollege ruft lachend: Wow, Anna, du hast Talent. Normalerweise braucht man mindestens eine Woche, um das hinzubekommen. Peinlich berührt entschuldigt sich Anna, doch zu ihrer Überraschung finden es die meisten lustig. Selbst Herr Klein kann sich ein kleines Lächeln nicht verkneifen. Später am Tag hilft Sarah ihr, das Chaos zu beheben. Mach dir keine Gedanken, sagt sie. Jeder macht Fehler, besonders am Anfang. Das Wichtigste ist, daraus zu lernen. Anna ist dankbar für die Unterstützung und beschließt, sich nicht entmutigen zu lassen. Stattdessen konzentriert sie sich darauf, die grundlegenden Aufgaben zu meistern. Als sie am Ende des Tages nach Hause geht, fühlt sie sich zwar erschöpft, aber auch optimistisch. Sie weiß jetzt, dass sie nicht perfekt sein muss, es reicht, wenn sie bereit ist, dazu zu lernen. Nach dieser unterhaltsamen Geschichte möchte ich dir einige wichtige Ausdrücke und Redewendungen vorstellen, die du im Arbeitsalltag gebrauchen kannst. Diese Phrasen stammen direkt aus der Geschichte und sind praktisch, um sich in einem Büro zu verständigen. Lass uns gemeinsam üben. Erster: Willkommen im Team. Bedeutung: ein freundlicher Ausdruck, um jemanden willkommen zu heißen. Beispiel: Wenn ein neuer Kollege anfängt, könntest du sagen: Willkommen im Team. Wir freuen uns, dass du da bist. Wiederhole nach mir: Willkommen im Team. Zweiter: Hier ist der heilige Gral des Büros. Bedeutung: eine humorvolle Art, etwas sehr Wichtiges zu beschreiben, in diesem Fall die Kaffeemaschine. Beispiel: Du könntest auch sagen: Das hier ist das Herzstück des Büros, wenn du einen zentralen Ort oder Gegenstand meinst. Wiederhole nach mir: Hier ist der heilige Gral des Büros. Dritter: Das Gerät hat seinen eigenen Willen. Bedeutung: Dieser Satz wird verwendet, um zu beschreiben, dass eine Maschine oder ein System schwer zu kontrollieren ist. Beispiel: Vielleicht kennst du einen Drucker oder Computer, der manchmal einfach nicht tut, was er soll. Dann sagst du: Dieser Drucker hat definitiv seinen eigenen Willen. Wiederhole nach mir: Das Gerät hat seinen eigenen Willen. Vierter: Zeit ist Geld. Bedeutung: ein klassisches Sprichwort, das betont, wie wertvoll Zeit ist. Es wird oft in geschäftlichen Situationen verwendet. Beispiel: Wenn dein Chef sagt, wir müssen schneller arbeiten, dann denk daran, dass dies mit dem Prinzip Zeit ist Geld zusammenhängt. Wiederhole nach mir: Zeit ist Geld. Fünfter: Mach dir keine Gedanken. Bedeutung: eine beruhigende Aussage, um jemandem zu sagen, dass er sich keine Sorgen machen soll. Beispiel: Wenn ein Kollege einen Fehler gemacht hat, kannst du sagen: Mach dir keine Gedanken, wir lösen das gemeinsam. Wiederhole nach mir: Mach dir keine Gedanken. Sechster: Jeder macht Fehler, besonders am Anfang. Bedeutung: ein tröstender Satz, der zeigt, dass niemand perfekt sein muss. Beispiel: Wenn ein neuer Mitarbeiter nervös ist, kannst du ihn ermutigen, indem du sagst: Keine Panik,
jeder macht Fehler, besonders am Anfang. Wiederhole nach mir, jeder macht Fehler, besonders am Anfang. Jetzt bist du dran. Versuche, diese Ausdrücke laut nachzusprechen und sie in deine täglichen Gespräche einzubauen. Sie werden dir helfen, selbstbewusster auf Deutsch zu kommunizieren. Das war's für heute. Ich hoffe, dir hat diese Geschichte gefallen und dass du einige neue Wörter und Redewendungen gelernt hast, die dir im Arbeitsalltag helfen können. Denk daran, Sprachenlernen ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Jeder kleine Schritt zählt, also sei stolz auf dich selbst, egal wie langsam oder schnell du vorankommst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir doch einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal, so verpasst du keine weiteren hilfreichen Inhalte. Und falls du Fragen hast oder deine eigenen Erfahrungen teilen möchtest, schreib mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich darauf, von dir zu hören. Vergiss nicht, Fehler sind Teil des Lernprozesses. Wie Anna in der Geschichte kannst du aus jedem Fauxpas wachsen. Du bist nicht allein auf dieser Reise, und ich bin hier, um dich zu unterstützen. Bis zum nächsten Mal, viel Erfolg beim Deutschlernen und hab eine großartige Zeit dabei. Tschüss.